Bitte einsteigen, bitte einsteigen. Falls ihr euch wundert, warum ich heute nur im Pullover unterwegs bin. Es war gerade so eine Zitterpartie mit dem Aufhängen unseres Liftes, dass mir jetzt direkt heiß ist. Ja, Rita habe ich selten so in Wallung gesehen wie beim Aufhängen des Sessellifts. Und damit herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Rita ist noch immer in Weihnachtsstimmung. Wir hören den ganzen Tag Weihnachtslieder. Und ja, sie hat wieder bei ihrem Winterdorf weitergearbeitet. Und wir sehen hier ein paar Neuerungen, die euch vielleicht begeistern können. Ja. Und zwar sind hier an der Ski- und Snowboard-Rampe ein paar neue Werbebanner aufgehängt. Genau. Was wahrscheinlich nicht so interessant sein wird, aber wenn ihr hier mal mit mir diese Kameraeinstellung begutachtet, dann seht ihr aufgehängte Sessellifte. Genau. Und es war wirklich eine Zitterpartie, denn diese Sessellifte sind ja nicht wahnsinnig leicht, aber ich sag euch, es hält. Also ich verschreie es nicht, aber es hält. Ihr seht, hier hinten habe ich die Schnur noch nicht abgeschnitten, denn ich kann mein Glück noch nicht ganz glauben. Aber wenn das so weitergeht, werde ich das dann auch noch abschnipsen und dann sieht das sicher Ja, nicht, zu 100% dass dann alles wieder professionell aus. runterrumpelt. Ein bisschen hängt er durch, aber das lässt sich fast nicht ändern. Ja, aber ist das nicht bei richtigen Liften auch so? Ist auch so, ja, überhaupt wenn schwerere Leute auf den Sesselliften und Gondeln sitzen. Wir haben jetzt also insgesamt 4, oder besser gesagt Rita, ich habe nur assistiert, 4 dieser Sessellifte, dieser Zweierlifte aufgehängt. Und da möchten wir uns nochmal ganz herzlich für eure Kommentare bedanken. Ja. Ihr habt uns wirklich da sehr viel geschrieben. Wir haben jetzt nochmal in unsere Kiste reingeschaut, was wir an Teilen da haben. Wir haben jetzt so ein ähnliches Modell vervollständigt, was Rita eigentlich beim letzten Mal schon vorgesehen hatte. Das heißt, der Bügel ist aus diesen Technikteilen. Genau. Da seht ihr es, weil hier fahren gerade keine Leute. Scheint nicht allzu beliebt sein, der Lift. Oh, nein, das ist nur, eigentlich wollte ich das so machen, dass da schon welche aussteigen und die nächsten wieder ein. Aber ich wollte dann mein Glück nicht überstrapazieren. Also nach unten fahren ja die Leute meistens Genau. nicht. Hier, die interessiert es anscheinend auch nicht mehr. Die haben schon genug vom Skifahren heute. Ja, also Sie hat sogar Schneeschuhe übrigens. total cool mit dem Equipment, da gehen wir gleich drauf ein. Danke also nochmal für die vielen Hinweise und Tipps. Wir werden da vielleicht sogar noch mal was umbauen. Und es war wirklich so, ich habe eigentlich diese Variante, jetzt haben wir sie schon wieder zerlegt, mit dem Überkopfbügel präferiert, weil das wäre irgendwie so gewesen wie bei echten Sesselliften. Aber das hat sich nicht umsetzen lassen, weil ja die Figuren, steht ihr mal hier, mit den Köpfen doch und mit den Helmen, wenn sie dann welche aufhaben, oder auch mit den Frisuren, die stehen hier so weit drüber über die über die Sessellehne, so wollte ich sagen, dass es überhaupt nicht möglich gewesen ist, hier so eine Überkopfbügelgeschichte zu machen. Aber das ist schon sehr cool. Es gibt vielleicht optisch noch aufwendigere oder vielleicht auch schönere Sessellifte, aber wir wollten es jetzt nicht übertreiben, denn es ist ja auch so, dass die nicht zu schwer sein dürfen und nicht aus zu vielen Teilen bestehen, denn sonst bricht das Ganze zusammen. Und ich habe mir gedacht, falls ihr eben auch so einen Sessellift nachbauen möchtet, ein paar kleine Hinweise, was bei uns oft schiefgelaufen ist, was ich verbessert habe. Ich habe zum Beispiel hier bei dieser Konstruktion mit dieser Felge von irgendeinem großen Auto, ich weiß leider nicht mal von welchem Auto. Das ist, ich sage es nochmal, Rita stiehlt jetzt auch schon meine Technikteile. Ja. Sie hat einfach diese Felge aus der Techniksammlung genommen und den Reifen runtergegeben und das hier als, als Mechanik für den Lift verwendet. Hier nochmal dasselbe. Ich finde das schon eine Frechheit. Naja, aber ich brauchte das Teil. Weißt du? Also das ist einfach eine Notwendigkeit. Genau. Und das besteht eigentlich nur aus Technikteilen, denn wir haben hier, oder ich habe hier eine lange Technikstange verbaut. Die geht, glaube ich, fast ziemlich bis ganz runter. Also keine Ahnung wie lang, aber die geht fast bis ganz runter. Und diese runden 2x2er
Steine, ja, ist schon wieder schwierig, wie die heißen. Die haben ja auch dieses Loch in der Mitte. Sesselliftstangenteile. Und die haben eben auch das Loch in der Mitte und das geht dann eben bis ganz hinunter. Und das ist eigentlich, ich will nicht dran wackeln, aber es ist recht stabil. Das sorgt für sehr viel Stabilität. Genau. Und unten habe ich dann auch noch hier so einen großen Stein verbaut, einfach, dass das vielleicht auch ein bisschen stabiler wird und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es hält, auch die Stütze hält, die ist ja aus einem Piratenschiffmasten gebaut. Und dann habe ich auch wieder Technikteile verwendet. Das sind die mit den, ich wusste das nämlich gar nicht, da sind ja verschiedene Zahlen drauf und dann ist das die Biegung von diesen Technikteilen. Ja, wir lernen jetzt erst das Lego-Technik-Sortiment kennen. Wir haben ja eigentlich auch nicht so viel mit Technik zu tun und haben nicht so viel Technikteile. Ich glaube, das ist irgendwie 3, 4 und 5 oder so, sind diese verschiedenen Biegungen. Und ich habe das extra so gebaut, weil, also es geht sich zwar eigentlich dann trotzdem nicht ganz aus, aber eigentlich sollen ja die Personen dann hier durchfahren. Ja, und es trägt entscheidend zur Stabilität bei. Und nochmal, Rita hat diese ganze Geschichte mit Teilen gebaut, die wir zu Hause hatten und wir haben nicht besonders viele Technikteile, jedenfalls nicht besonders viele einzelne und meine kompletten Sets durfte sie nicht zerlegen dafür. Aber was ich auch noch gestohlen habe, weil apropos Sachen, die ich gestohlen habe, hier, das ist eine Schnur aus einem Piratenset. Da ist eigentlich, weil jetzt sagst du mir das jetzt. Der Masten. Hoffentlich ist das Piratenschiff da drüben und die Barracuda Bay noch komplett. Da werden wir nachher gleich mal kontrollieren gehen. Naja, aber ich brauchte eine Schnur, eine lange. Und die habe ich mir hier stibitzt. Und ihr seht, ich habe, damit das hier nicht herumrutscht, habe ich die ein paar Mal hier herumgewickelt und einen Knoten gemacht, damit die sich nicht vom Fleck bewegen. Denn ich hatte zum Beispiel bei denen schon die Furcht, dass die dann immer hier zurückrutschen. Das kann schon sein, dass die wieder unten ankommen, wo sie eingestiegen sind. Ja, das wäre nix. Ist ein bisschen gefährlich. Ja, also wie gesagt, ich finde, der Lift sieht toll aus. Und eine kleine Sache noch. Hier, die mit den Snowboards, da habe ich... noch nicht aus. Du kannst gerne nicht sprechen. Ich wollte nur sagen, dass er mir gefällt, ja? Ja, nein. Und eine kleine Sache noch. Hier, die haben ein 1x1er eckiges Plate haben die am Fuß, damit die eben das Snowboard so vom Lift hängen lassen können. Denn das geht sich leider genau nicht aus, wenn man dann nicht eine Erweiterung hat. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die haben ein verlängertes Bein bekommen, damit sie das Snowboard anlassen können. Genau. Wir haben ja das Problem gehabt, dass ja auch die Leute mit den Skiern, die kann man ihnen zwar anziehen, aber das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Also die sind ja, weil die Noppen auf den Ski irgendwie so in einer seltsamen Position angebracht sind. Und die würden dann einfach ganz raufstehen. Das heißt, der sieht beim Hinunterfahren gar nichts mehr. Deswegen habe ich das so schlau gelöst und habe Skifahrer eben entweder hier nur drinnen sitzen lassen, die was schon ein bisschen müde sind und die Ski nur so halten und damit runterfahren. Beziehungsweise sind auch welche beim Aussteigen und Einsteigen. Aber fahren aktiv tut gerade keiner. Und das wollte ich eigentlich verheimlichen, aber der Grund dafür ist, dass die Ski einfach nicht so cool aussehen. Rita arbeitet mit billigen Tricks. Ja, weil sie keine Knie haben. Das ist leider das Problem. Ja, genau. Und falls ihr jetzt fragt, nein, die Anlage kann leider nicht betrieben werden. Das hat Christophs Dad gleich gefragt. So wie er es gesehen hat, hat er gleich gesagt, und kann der fahren auch? Und ich musste dann leider sagen, es tut mir so leid, aber er ist nicht motorisiert. Jedenfalls im jetzigen Zustand nicht, aber vielleicht, wer weiß, bauen wir irgendwann mal diese ganze Anlage noch ein bisschen mehr aus und dann kommt in das Häuschen des Liftwarts ein Motor rein, der dann diese Anlage hier betreibt. Wer weiß. Wenn ich einen Adrenalinkick mal brauche, dann vielleicht. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie der da drinnen haust. Naja, gut. So wahnsinnig, das halbe Haus so wahnsinnig super sieht man das nicht. Ach, wohnt der dort drinnen, oder? So sieht das aus. Ja, fast. Kameraeinstellung ist jetzt nicht so optimal. Auf dem weißen Hintergrund ist das echt ein bisschen schwierig zu filmen. Er ist der einzige Mitarbeiter, vielleicht wohnt er wirklich da drin. Er hat auf jeden Fall eine Tasse mit einem Heißgetränk, ich glaube ein Kakao mit Rum.
Und dabei ist eben der Computer, mit dem er den Lift anhalten kann, falls wieder mal jemand Probleme hat beim Ein- oder Aussteigen. Das kommt ja immer wieder mal vor. Ja. Aber ich finde, das sieht jetzt schon wirklich, wirklich nett aus und der Sessellift ist eine gelungene Erweiterung in Winterdorf, denn euch hat ja das schon ein bisschen geplagt, weil ihr gefragt habt, ja, die Leute können einwandfrei, sofern sie des Skifahrens und Snowboardens mächtig sind, hier von oben wieder runterfahren, aber wie kommen die Leute rauf? Ja. Das ist überall so steil, dass man überhaupt nirgends auf die obere Etage kommen kann und jetzt haben wir das gelöst. Es gibt hier einen tollen, kleinen, aber feinen Sessellift. Zum Glück. Und das sieht schon ganz nett aus, finde ich. Denn es gibt ja auch Leute, die so mit Skitouren auf Berge gehen und ich bin ja gar nicht der Typ für sowas. Nein, Rita, deswegen, das nicht. Ich bin sehr froh, dass jetzt ein Lift hier ist. Ganz richtig, ich auch. Mir gefällt's. Wir haben auch hier ein bisschen weitergearbeitet und zwar ist der, hier nochmal eine kleine Szene, also so sieht das von der anderen Seite aus. Die Bergkette haben wir auch ein bisschen erweitert, die ist noch nicht ganz fertig, also speziell habe gestern dann noch auf der Sommerseite gearbeitet, wenn ihr so wollt. Übrigens hier haben wir für diese Snowboard-Piste eine große Fliese bestellt, vielleicht können wir die von hier ein bisschen besser filmen. Genau, und wir hatten das eben bestellt und dann war dieses Pickerl hier drauf. Ich glaube um 6 oder 7 Euro, die sind extrem teuer und dann war hier dieser Star Wars Aufkleber oben. Genau, und ich habe aber gesagt, dass das irgendwie doch zu Snowboardern ganz gut passt, denn es kann ja sein, dass das einfach in den Schnee so hineingezeichnet worden ist. Es ist schade, dass wir den runtergeben, ich weiß nicht aus welchem Set der ist, sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Und hier haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen, die Bergkette auf der schönen Campingplatzseite zu dekorieren. Das heißt, sehr schön. Hier ist dieser Pfeiler ist jetzt hier komplett umbaut. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Und hier, soweit bin ich jetzt gekommen. Das Problem ist, das ist relativ steineintensiv. Man muss hier immer wieder in der Mitte so Stützen einbauen, dass das nicht hineinfällt. Und ja, hier überlegen wir noch, hier wollen wir, dass diese Bergkette ein bisschen hier nach innen schwenkt, damit wir hier noch eine kleine Tribüne für das Eishockeyfeld bauen können. Halbe Platten in Weiß haben wir auch schon bestellt, die kommen hoffentlich bald, dass wir hier das alles, hier auch wo der Schneepflug fährt, umbauen können und dann sieht das sicher ganz nett aus. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin zufrieden, ich sag dir, wie es ist. Dann sind wir auch zufrieden, genau. Danke auf jeden Fall, dass ihr uns wieder mal eingeschaltet habt heute und wir freuen uns auf eure Kommentare, was ihr jetzt so vom Sessellift haltet. Ja, vielleicht baut ihr ja auch einen Lift. Ich habe extrem wenig Skilifte online gefunden, denn ich habe ja zuerst ein bisschen recherchiert, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht finde ich irgendeine Inspiration und es gibt kaum Lifte online, außer den Friends Lift, der ja... Ja, den kann man fast vergessen, würde ich sagen. Also ich bin normalerweise schon ein Friends-Fan, aber dieser Lift, der hat's in sich. Ihr habt uns auf jeden Fall sehr gute Kommentare geschickt und wir haben da ein bisschen herumprobiert und schlussendlich sind wir dann auf diese Variante gekommen, die jetzt für uns mal funktioniert, aber vielleicht bauen wir das Ganze auch noch mal ein bisschen um oder es gibt noch ein besseres Motiv, wie man das lösen kann. Ja, unsere Skifahrer sind auf jeden Fall zufrieden. Ja. Wir sind es auch, Rita ist es auch und damit verabschieden wir uns heute. Und ich glaube, beim nächsten Winter-Update muss endlich mal dieser Zug fahren. Ja, ich glaube auch. Der steht hier immer rum, zwar immer in einer anderen Position, aber er muss mal fahren, denke ich. Ja. Sonst wird das nichts. Also in dem Sinn macht auch ihr ein paar Schwünge vom Berg herunter oder baut einen Lift oder sonstiges. Auf jeden Fall irgendwas, was Spaß macht. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Das hoffe ich sehr, liebe Freunde. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.